Alright guys, today we're gonna be reacting to Swabia baking different type of bread, petzels and Käsfüßle. I don't know how to read that. Hopefully can get better on that. At our table, this is another recommendation that you guys left me in the Discord. Love the Discord, folks. My God, that's just a gold mine of just content. And really, I think I overestimated or underrated the powerful reaction. You do learn a lot of things here from different country, and then you appreciate your own country culture, and sometimes you can get a little bit like we can do better kind of thing. So I love it, man. This has been a great experience, folks, and I'm loving it. We're gonna jump into this news video. I think it's from bread, right? And I know that Germany is very well known for the bread. It seems like you guys do have a lot of pride of the bread. So we're just gonna jump in and see what's going on. And make sure you join the family in the Discord. Let's jump in. Let's see what's going on. Germany. Swabia, Germany. Let me know if you're from that place. Put them in the comment section below. Good music too. Wheat, rye, spelt, and black emmer are all cultivated on the fields of southwest Germany. In the Ländle, the Swabian name for the region between Stuttgart and Lake Constance, these crops are used to make many different types of breads. Uli Stietz is a fifth-generation master miller. He bakes using his own produced flour and is always keen to experiment. A lot of old school. Es macht mir auch Spaß. Also nicht a lot of old school machinery, you can tell. More into their how can I say this? I forgot. Their beginnings, I would say, but there's a lot of old school way of doing things in Germany. Jeder Müller backt gern, aber ich schon. Uli's daughter Thea is also a miller and uses the flour for more than just bread. Damit es dem Schwaben schmeckt, muss schon, also egal ob Hauptgericht oder Snack, sage ich mal, muss es schon Teig beinhalten. The region is renowned for dishes such as spätzle and Käsfüßle, cheesy feet. Super. Cheesy feet. Combine flour, water, and patience, and you have the simplest way of baking bread: sourdough. Perfekt, die Milchsäure. Lecker. The prized possession of every baker, a mature sourdough starter. Using a spoonful of acidified rye flour, Uli is preparing a starter dough that will bring flavor and vitality to the end product. Aus nichts entsteht da was, und wenn man das lang genug stehen lässt, dann treibt es. Wie kommt jemand zufällig da drauf, das zu erfinden? Accident, so. Hat er jetzt da irgendwie... I think this is most like one of those things that are kind of accident. How somebody came up with that? Probably an accident. Wie so ein Brei zusammengerührt, und dann roch der komisch, und dann dachte, na, vielleicht war es ein Schwabe, und dann dachte der, bevor ich den Teig jetzt wegschmeiß, da backe ich den lieber, und dann kam da so ein leckeres Sauerteigbrot raus. Okay. Before the baking can begin, the starter dough has to ripen for one day. In the Remstal Valley north of Stuttgart is the small town of Hegnach. The craft mill near the town has been grinding grain into flour for over 100 years. Do you see what I'm saying? Look at those factories. They look so old school. It's crazy. The many right? work steps required to make the flour are still carried out by hand by the miller. Yannick Scholz is Uli's son-in-law. For the past 2 years, they've been a two-man team. Ja, und wie ist jetzt?
Also ich finde, es könnte schon noch ein bisschen grober sein, oder? Dann hätten wir da einfach ein griffigeres Mehl. Gerade für Spätzle zum Beispiel. Ja, dann stellen wir halt ab und tun ein gröberes Sieben einlegen, ne? Ja, Aber das geht ja schnell, also komm auf. also. Okay, nimmst du es mir ab? The flour sieves are also changed by hand. Ist der Ich Process. glaube, das erste. Was haben wir da drin? Komm, wir gucken mal. Halt mal kurz. Okay, 150. Pass mal auf, dann machen wir da 180 rein bei dem da. Dann tun wir das mal raus. After the grinding, the grain is passed through various sized sieves until the flour is as coarse or as fine as desired. Oh, da oben ist was, ne? Was ist denn das da? Nee, also auf jeden Fall sind es keine Löcher. Dann mache ich schon mal das nächste leer. Okay. The family, oh man. that's Uli's nice. daughter Thea joined Yeah, the family's working together. You know, this is something. This is what it's all about, folks. This is all the about family business after completing her apprenticeship as a miller. Yeah. She met her husband Yannick at the guild school. Ja, schau. Bringst du mir Geschäft? Ja, dass du was da hast, ne? Dass du mir nicht langweilig wird. Dankeschön. Das ist von der Produktion von heute, ne? Hast du mir gleich offen gelassen? Ja. Danke. Danke. Oh, danke. Wo die Liebe manchmal so hinfällt. Natürlich habe ich nicht aktiv nach einem Müller gesucht, so. Aber da die Müllerei ja doch eine Männerdomäne ist, begegnen einem natürlich viele männliche Müller. Well, the milling industry is male dominated, so you meet a lot of male millers. Millers? Und dann war es natürlich geschickt, dass da einer für mich dabei war, der gesagt hat, doch, ich komme mit dir mit und der mir jetzt die schweren Säcke trägt. Das ist doch gut gelaufen Ja. für mich. All by hand. No illegal immigrants. Was no meint, nothing. langt das für Proud. unsere Männer? That's mom, Glaub right? schon. Oder machen wir Mach noch gleich ein bisschen dazu. die fünffache Menge am besten? Ja. For lunch, they're making a cheese spätzle. Cheese Spaetzle. Uli's wife Ursel is a teacher. Today, she's helping Thea prepare the classic Swabian dish. Also jetzt nehme ich mal den anderen Käse da. Was hast du denn da noch? Ich habe einfach einen Emmentaler und einen Edamer gekauft. Ich finde, das ist so die ultimative Mischung für Kässpätzle, finde ich. Okay. Also bei mir ist ja schon manchmal Bergkäse drin, du. Echt, das ist mir zu scharf für Kässpätzle. Wir sind doch nicht in Bayern, das hat doch da drin nichts verloren. We're not Bavarian. For the dough, Thea uses What's up with Bavarian? What? It's like a lot of when it comes down to Germany, it's like Bavaria. It's everywhere, huh? spätzle flour, which is slightly coarser. Eigentlich ist es meistens nichts anderes als Dunst. Das ist ja das, was gröber ist sozusagen als das Mehl, quasi ein Nebenprodukt aus der Müllerei. Und der ist dafür echt perfekt, weil der eben noch so ein bisschen gröber ist und dadurch werden die Spätzle erstens ein bisschen kerniger und nicht so latschig, sagt der Schwabe, oder datschert kann man auch sagen. Und die Farbe wird auch schöner. The look at batter that. is the right consistency when it's almost sticking to the spoon. Ursel, guck's dir an. The spätzle are boiled until they rise to the surface. Ursel, willst du schon mal den Käse drauf tun? Hau That's drauf. cheese, right? Vorsichtig, tu dir nicht, dass ich dir die Finger this brühe. the- Ich tu noch dir. Überall. Ah ja, das Ding heißt Cheese, Kässpätzle. The cream stops the spätzle from drying out when it's gratinated in the oven. So, Dille, Vorsicht, heiß. Jetzt Wunderbar, aber. du. Guck dir das an. Ob das natürlich für uns alle reicht, weiß ich Wenn du mit isst, langt's nicht. nicht. Sehr lecker sieht es aus. Toll, Dankeschön. Bitteschön, gern geschehen. Sieht aus wie aus dem Buch. Ja, gern geschehen. Nice house too, right? Very nice. The mill processes grain that is grown in the surrounding region. Traditionally, a lot of spelt is grown in the region. There's even a variety known as Schwabenkorn, Swabian grain. Over the last century, the ancient grain has been supplanted by modern wheat varieties, but in recent years, spelt has been in demand once again. Man sieht einfach, ich reagieren gegenüber. More intolerance.
people are developing more intolerance when it comes to particular food stuff. Huh? What are you trying to say? Bestimmten Nahrungsmitteln. Und da steht Weizen ziemlich Wheat is oben one auf der of Liste. most Und common wenn viele Leute dann umsteigen auf Dinkel und dann eben keine Reaktionen good. mehr haben. Letzten Endes konnte man noch nicht feststellen, was jetzt wirklich der gesundheitliche Good Benefit point. He has ist, a good point. sozusagen. We don't know, Aber man. We wenn es don't dann know. zu viel I know some of these breads, they don't have sugar, but it's still carbohydrates, right? It could be still heavy on you. It's still heavy. I eat a lot of gluten-free foods, right? But I still have to recognize still carbohydrates. führt, dass einfach bestimmte Medikamente dann nicht mehr verwendet werden. Das ist doch super, oder? Das ist die beste Apotheke, die steht. Russia's grandfathers worked together. All family. Huh? Hallo Willi, kontrollierst du alles? Ja, alles richtig machen. Ja, sieht gut aus, oder? Ja, gut. Ziemlich trocken, aber es wird Zeit, dass es wegkommt. Ja, heute Morgen habe ich um 11 Uhr Probe gemacht. Und die hat 13,5% Wasserkett. Ja, super. Also ideal zum Dreschen und zum Einlagern, ohne dass da irgendwas dann im Lager passiert. Ein bisschen was drauf, dass das Wellholz nicht klebt. For Thea, afternoons are spent with the children. Jetzt. So ist gut, ne? Guck, so Look at the dünn little muss er kid. sein. Yeah. Dann ist es gut. Und She's dann making Käsfüßle, cheesy feet, with her twins Peter and Marek. super. Dann machst du einfach weiter. Einfach daneben eins, da wo Platz ist. Hidden inside the short crust pastry is plenty of Emmental cheese. Käsfüßle, das klingt jetzt auch erstmal nicht so richtig schmackhaft, möchte man meinen, gell? Aber es ist tatsächlich Sehr schön. Mach mal noch mal eins. Es ist tatsächlich Oh. so für die Region hier, Did würde she ich correct sagen. the kid? Sehr schön. Mach mal noch mal eins. Es ist tatsächlich. Aber es ist tatsächlich. Sehr schön. Mach mal noch mal eins. Es ist tatsächlich so für die Region hier, würde ich sagen, ganz typisch. Also ich weiß gar nicht, wer sich das mal ausgedacht hat. Das gibt es, glaube ich, echt schon ewig. Und wir, also mein Papa, der hat das immer schon mit uns gebacken. Und Sehr schön. Sieht aus wie ein kleiner Fuß, ne? Schön. So, gell? So. Ja, das sieht gut aus, was du da machst. Finally, the feet are brushed with egg yolk. Oh. Ah. Ja, ganz akkurat, die Zehen musst du nicht erwischen. Just a little Cumin, bit. Yeah. sunflower seeds, or paprika powder That's nice. das war ein bisschen viel. all go well with the flavor of the cheese. Ich finde das hübsch. Findet ihr das hübsch? Ja. Ich finde, das sieht sehr hübsch aus. Tun wir es in den Ofen? Ja, ja. Ja, gut. Das mache ich, weil der Ofen ist heiß, ne? Ihr bleibt schön sitzen und fasst möglichst nicht so viel an. Look at that. Today, instead of millstones, the grain is crushed by rollers. All by hand. Look at that. As well as flour, this results in a variety of products. Semolina, Dunst, spätzle flour and whole grain. And you can tell The he whole loved grain it. You know, you could. Oh, what the hell? He, contains all bro, did he lost a piece of his finger? Let me see. products. Semolina, Dunst, spätzle flour and whole grain. The whole grain Bro, shout out to the guy, man. Shout out to the guy, bro. Look at that. He lost a piece of his finger, man. Man, this is all what it's all about. I'm not saying people should just lose their fingers, but man, dedication. Look at that, man. contains all parts of the original grain. Uli uses this for his wholemeal bread. Before baking, the whole grain is soaked for a day. Oh, okay. Jawohl, 1100. Wenn wir beim Vollkornbrot die groben Schrotbestandteile nicht einweichen würde, dann würde das Teigwasser sozusagen im Lauf der Gare in die Schalenteile eindringen und der Teig würde fester werden. Und damit hat man eben gerade wieder das, dass das Brot dann so hart und schnell alt ist. Und ernährungsphysiologisch ist es natürlich auch gut, Vollkornprodukte zu sich zu nehmen, weil es einfach den Darm durchputzt. Really? Clean your digestive system? Okay. Uli mixes together whole grain of rye, wheat and spelt, and also adds flaxseed, which has been soaked to make it more easily digestible. Oh, okay. The whole So he grain recognized it could be a little bit hard to digest some of this stuff, so he's just making it easier. Okay. releases its moisture slowly, helping the wholemeal bread to stay fresh for a long time. That's beautiful.
Man, the great Farmer documentary. Volker Very Escher good. is bringing his first load of spelts to the mill. Passt, oder? Ja, riecht gut, das schaut super aus. Macht dir das was aus, wenn da 3, 4 Fäße zusammen sind? Werden die rausgereinigt oder? Die bleiben drin. Die tun wir dann auf den Spelze mit und wird einfach mit den Spelz. Also, dann fahre ich mal mit der Mähdrescher-Einstellung weiter. Ich würde so weiterfahren, das schaut gut aus, ja. Ja. Spelt and other ancient grains are more difficult to process than wheat or rye. During the hulling, each individual grain is separated from its shell, the husk. The extra work steps also explain why the old varieties are more expensive. Why is that? Diese Spelzen, die sind sehr unangenehm zum Kauen, die stechen very richtig im sharp. Mund. Und man will ja eigentlich ein schönes Gefühl haben, wenn man jetzt zum Beispiel ins Gebäck beißt Okay. Und nicht irgendwie was Stechendes. Und deswegen ist es beim Dinkel extrem wichtig, den Spelz vom Korn zu trennen. So it's not good. It's not good. So I have to throw it out. sind gar nicht sauer. Der Papa hatte nur eine saure erwischt. Oh, they A go to family turkey. excursion with the twins and Thea and Yannick's youngest son, Linus. Wie ein Äffchen. Wo immer du As a picnic snack, the Käsfüßle. Ooh. Ja, der Papa bringt. Mama. Oh, Linus, guck, was wir dabei haben. The children have time to decide if they will join the milling trade, but for Thea, it was never in doubt. Die Mühle ist für mich schon so Lebensmittelpunkt immer gewesen. Ne? Ich meine, ich habe mit wahrscheinlich 5 oder so das erste Mal gesagt, dass ich die Mühle übernehmen will. Und das ist mein Platz. Und ich finde es schön, dass ich da jetzt nicht mehr alleine That's hingehe. nice, man. So Hoffentlich für immer. at least that is like, oh, so at least I have a family that's gonna take care of it. It's a concerning. So ist ja geplant, ne? Ich denke schon. Weißt du? Aber das Komplettpaket da unten ist einfach eine Leidenschaft. Also die Ja. Müllerei ist eine Leidenschaft. Also man muss da Yeah, you einfach need a Leidenschaft passion, yeah. mitbringen. Cannot do this without Ich würde passion. sagen, Leidenschaft für die Müllerei ist vorhanden, nicht Ja. wahr? Und füreinander auch so ein bisschen. You cannot do this without passion. No way. Uli often experiments with his bread. Today with Emmer flour, another old variety of grain. He's using the sourdough that he prepared the day before. Man sieht schön die Blasen hier. Und riecht auch schön mild, säuerlich. Hey. Look at the sound. Schönes Geräusch. He liked the sound. Und der Schwabe lässt ja nichts verkommen. Kommt auch noch das letzte bisschen raus. It's possible to make sourdough breads without yeast. Super. So ein bisschen Hefe, was das ausmacht. To make it rise even more, Uli uses a second starter dough made with a pinch of yeast, water, of and process, Emmer huh? flour. Not a process. Look at that. And then do it Baking your with hand. sourdough is a labor of love, but that's no deterrence for Uli. Also wir haben einen viel besseren Geschmack, wir haben viel längere Frischhaltung. Nur positiv. Now you make it like a little bowl, right? Außerdem ist es there we einfach go. Yep. schön, das zu sehen, wie da die Vorteige blubbern und wie dann daraus nachher so ein schöner Teig entsteht. After the dough has That was like rested for an professional, hour, like- the loaves are given their He's a form. professional. As a comparison with the bread made using Emmer flour, Uli has prepared a second dough with spelt flour. Jetzt knete ich ihn hier nochmal, sogenanntes Rundwirken. Und dabei knete ich Energie in den Teig rein, geht dann besser auf. Und gleichzeitig bekommt er auch eine bessere Stabilität, so eine Oberflächenspannung durch das Rundwirken. After another half hour in the proving basket, the loaves should be around a third larger. Oh, that's beautiful. 2 tiefe Schnitte, You guys are inspired me to make some unkontrolliert dough, man. Look at that. auseinanderschleift. Wow. The hot steam in the first few minutes of baking is crucial to make the bread rise more strongly and to give it a nice crisp crust. You threw water there. Black Emmer takes its name from the dark husks that enclose the grain. Aber schau mal die Fläche an, was da alles liegt, du. Ja, das ist nicht so toll. Uli has tried to grow this ancient grain himself, but Emmer grows very tall and is easily damaged by heavy rain.
It's heavy. Aber das kannst du jetzt noch nicht so hundertprozentig sagen, dass das alles verdorben ist. So eine schöne Pflanze, also ist doch eine totale Bereicherung. Vorher hatten wir hier jahrelang nur Weizen und Mais und Weizen und Mais und und jetzt haben wir hier sowas, ist doch schön. Aber wenn man nicht weiß, was wird aus der Ernte, wie wird sie, finde ich schon kritisch, ne? Aber natürlich, klar, das Mehl muss dann halt entsprechend teuer sein, weil das Ganze eher dann auch refinanziert werden muss. Yeah, you have Und to. da ist jetzt 2 Emmerbrote. Ja, oder wie? jetzt pass mal auf. Also, at was that ist bread. was? Also ich würde sagen, das ist jetzt der Emmer. Okay, und das da? Dinkel oder Okay. Weizen. Gut. Also dann Verkostung erstmal. Ja, gut. Ja, spannend. Oh man. Aha, guck mal. Oh. Total grob. Oh ja. Jetzt im Vergleich zu dem. Ja? Also ich finde, es hat echt einen feineren Geschmackseindruck. Ja, ich finde das echt immer noch besser. Das Feine ist halt eher was für mich. Ja, ich bin halt der grobschlächtige. Ne? Ja, Mir ja, gefällt's ja. noch. Das hier. Dein Favorit war das Ding. Ah, und das andere ist das Emmer. Und ich stehe halt mehr auf Emmer. Siehst du, wie auf dem Ja, Acker auch. siehst- Ich finde den immer einfach gut. Also auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden. Und wenn das jetzt alles da rauskommt, ist doch super. Good mindset. Very good mindset. It's all about having a good mindset. You don't have a good mindset, you cannot. Clearly, you cannot. The make next this morning, and the swollen whole grain is being made into wholemeal bread. Every week for 30 years, Uli has baked loaves of bread for the mill shop. So, dann kannst du ja schon mal abstechen. Ja. Das ist viel. Dass du das immer schon siehst. And the Wir daughter können loves eigentlich it. echt immer auf Augenhöhe über alles reden und das ist, glaube ich, auch wichtig, weil sonst, Yeah, super important. wenn irgendwie die alte Generation quasi immer nur sieht, wie die Jungen alles versauen und die junge Generation dann froh ist, wenn die alten Knacker endlich weg sind, das ist irgendwie keine Basis, finde ich. Solange er das macht, was ich will, kann er schon nichts versauen. Na gut. Hey, he's still the boss, huh? So, So, warte, ich stell dir die letzten. ja, dann steht da drüber oben drauf. Ja, so ist recht, Ja, oder? so können wir stehen lassen. Also. Dann machen wir jetzt den nächsten Teig. Jawohl. A round mixed bread using wheat, rye, and spelt flour is typical for the region. Dankeschön. Ich mache jetzt mal ein paar und kannst du ja auch mal wieder. Der Ballen drückt den Teig nach außen und die Fingerspitzen, die nehmen den wieder mit rein. Und bei dem Reinnehmen hast du dann immer so einen Schubser sozusagen, dann, sodass sich der Teig dann dreht. Was habe ich gemacht? Ich hab doch Du hast genau es schon eigentlich auch gemacht, aber zu langsam. Also Everything by hand. So, Everything ich by schieße es hand. mal ein. Take a little bit, a little bit of machinery, but it's not a lot. But it's very concentrated in their roots, which I like. And they don't need to make millions of euros. You just need to make enough. There you go. Rein damit. And how do they sell that, right? Like, it's cool. Dann dürft ihr mit mir mit. Wir gehen einmal hier hinter. Jetzt sind wir quasi im Herzstück von der Mühle. Tia regularly gives tours of the mill. Today, a group of primary school children have come to visit. Ist ganz rau, ne? Das spürt man ganz deutlich. Zum Beispiel ist nur noch einen halben Millimeter groß. Und was da durchpasst, das ist fertiges Mehl. Seht ihr das, wie es unten staubt? Kann man das essen? Das kann man essen. Genau. Und in deinem Mund wird es zu Teig. On this occasion, the children are learning about the old varieties of grain. So, jetzt kippen wir das hier oben rein. That is so cool. Tia is grinding some green spelt. Green spelt is spelt that has been harvested and roasted while still unripe. It can be used to make vegetarian cutlets or even sandwich spreads. Wenn man es einweicht und so ein bisschen einziehen lässt, ähnlich wie beim Müsli, wird es dann so schön schlonzig, sagt der Schwabe. Und dann schmeckt es einfach besser, dann wird es einfach leckerer. Ich bin Schwabe. Du bist Schwabe, das recht ich auch. Da können wir uns gut zusammentun. Klein schneiden. Lois line. The mix is seasoned with coriander, rosemary, onions, and parsley. They're giving a knife. That's So, interesting. pass auf. Wo haben wir eure ganzen Zwiebeln? Genau. Also, dann kommen unsere Kräuter rein, die ihr ganz wunderbar geschnitten habt.
So, du darfst ein kleines bisschen Salz reintun mit den Fingern. Genau, eine Prise Salz, wie man so schön sagt. Eine Prise Liebe. Eine Prise Liebe, da schmeckt es ja besonders gut. And cream cheese. Jawohl. Super. Grünkern hat so ein bisschen wie so Röstaromen schon fast. Das ist so ein bisschen herb, sehr intensiv, sehr stark einfach. Man hat so kernig, man hat so das Gefühl, man isst da richtig was. Dann schneiden wir Brot. Und dann schneiden wir ein bisschen Brot. Endlich. Finger weg. So. Don't touch. Oh, Guck mal, hier. I see what you did there. Das macht nichts. Du hast ja Isn't that the cheese that the Italians make? I forgot the name of it. That thing goes well with it's a garlic cheese, right? Goes very well with the toast. Was sagt Toast er bread, denn? Ist ja. gut oder ist nicht so? Super. Du findest gut? So mittel? Schmeckt seltsam. Kennt man nicht so, ne? The fields, Uli's mill, and the bakeries that he supplies are all within a span of 20 kilometers. Bei unserem Mehl ist der ökologische Fußabdruck so gut wie bei keinem anderen. Eigentlich fände ich es schön, wenn man solche kleinen Kreisläufe viel mehr am Leben erhalten könnte. Ich finde, dass das auch Kultur ist. Also nicht nur das, was im Opernhaus stattfindet, sondern auch das, was wir hier machen, das hat auch was mit Kultur zu tun. Coming from a person that, I'm a pianist, right? Concert pianist. It's true. Culture is not only music and art. It's just a way of life. That's culture as well. Most days, Uli delivers his goods himself, this time to Daniel Nestlinger's bakery. Hi, Daniel. Moin. Hi. Ist immer noch dran? Ja, muss sein. Was gibt's heute? Knetztes? Genau, knetztes Brot mache ich heute. Ja. Wetted bread is a regional speciality that Daniel Nestlinger makes using wheat flour and rye sourdough. The dough is made wet before shaping. Darf ich mal? Ja, klar. Und das lässt jetzt immer ein bisschen runterhängen. Ja, und das dann nach innen Genau, schneiden. und das drückst du jetzt immer mit der anderen Hand nach innen. Und dann so einen Kreis rum. Genau, und dann machst du einen leichten Kreis, wie wenn du das mit Mehl rund wirkst. Und dann kommt langsam eine leichte Spannung drauf. Ja, okay. Na, siehst du, das geht doch schon ganz gut. Ja, naja, da unten. Aha. Kann man es direkt aufs Blech setzen. Jetzt müssen wir es noch schön stüpfeln gleich. Wow, das haust du ja ganz schön rein. Wenn der zu wenig gestüpfelt würde, dann kriegst du extrem große Löcher in deinem Teig drin. Und wenn du das Brot bloß mit einem großen Schnitt einschneidest, dann verliert es halt sofort die ganze Spannung, die du ja erst mit dem Wasser drauf machst. Und verläuft dir komplett. Und dann hast du halt richtig Fladebrot. Das ist der Vorteil bei der Bäcker, die können immer sagen, wenn irgendwas scheiße geworden ist. Das muss so sein. Okay. Ja, ist bei dem Müller nicht so. Nee. Da ruft der Bäcker gleich an und stört sich. Ja. So they're basically in the same industry, sharing a common interest, which is the process of the bread. Interesting, right? Ich finde, es ist ein großer Vorteil an diesem genetzten Brot, dass es oftmals sehr, sehr kräftig ausgebacken. Das heißt, es hat eine dunklere Kruste, eine dickere Kruste. Und ich sag mal, 80% kommt durchs Backen und nicht durch den Teig. Ich schneide auch gern mal ein Stückchen runter. Ja, es duftet auch so gut. Yeah, smell that. Das macht halt einfach, ohne Sauerteig wäre das fad, oder? Genau, du brauchst bloße Butter drauf und sonst gar nichts. Ja. Good to see young people doing it too. Give you hope for the future. Today, it was the children's turn to choose dinner, meaning campfire bread. Guck mal, kannst du den ein bisschen drehen? Drehen, helfen? Jawohl, so ist gut. You know, I noticed this in Europe. The son-in-law always come to the girls if they have a farm, right? He comes with the daughter of the father and helps with the farm, which makes sense, right? In a weird way. Just she's bringing like a nice balance to the next generation. Thea has prepared a yeast dough making spelt and wheat flour. Der ist aber schön gegangen. Haha, ein richtig schöner Teig ist das. Guck mal her. Nicht zu dick, weil sonst wird es nicht richtig durch. So, dann ist gut. Ich nehme mal den Stock. Bread pincho. Und die Ursel geht mit. Und du bringst mir einen neuen Stock.
Ich glaube, bei den Schwaben würde jetzt niemand auf die Idee kommen, den Paprika zu grillen. Es muss schon immer irgendwie deftig sein und am besten eben Backwaren oder so. Also Teig ist schon irgendwie immer mit dabei. They made the pincho. Let's see how that tastes. Ja, ein Stück. Dankeschön. Oh, ich lieb's. Ah, the little baby. Formschön ist was anderes. Ich bin Müller, kein Bäcker. Peter, sing mal Kein schöner Land. Ja. Singst du mit ganz laut? Kein schöner Land in dieser Zeit, als hier das unsere Wald und Breit. Oh man, I enjoyed this one so much, man. I enjoyed this one. Wow. Beautiful, huh? Beautiful. Thank God I took my time to just watch this because this was beautiful, man. Beautiful. The bread is a real thing in Germany. I didn't know this, man, folks. I had no idea Germany was all about meat and cheese and wine and pastry and bread. I did not know anything. Man, I'm glad that Europe is still, keeping some of the greatest cultures and tradition. It's very important for folks to understand that tradition and culture is very important for society to grow because it's like a big tree with strong roots. The stronger the root, the hardest to just, take the tree out. If you have a big tree with very weak root, it's just a matter of time. That tree will fall. Wow, man. Amazing. A lot of inspiration. Very inspiring. I'm feeling inspired. I don't know if this is normal, but I'm feeling very inspired. And I like it. I'm liking it. Let me know if you guys live it. I want to know if I have swabias in my channel. I would like to know if I have swabias in my channel. Meantime, guys, I'll see you in the next one.